Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Hallo, wir stehen vor dem Jagdschloss in Königs Wusterhausen. Was das mit unserer Tour zu tun hat, erklärt euch Karin. Jawohl. Das ist das Jagdschloss Königs Wusterhausen. Weihnachten 1698 bekam der damals 10-jährige Friedrich Wilhelm I., der später als sogenannter Soldatenkönig bekannt wurde, das Gut Wusterhausen samt Jagdschloss von seinem Vater geschenkt. 1704 wurde der 16-jährige Kronprinz für volljährig erklärt. Im selben Jahr ließ er für 23.000 Taler sein Schloss Wusterhausen ausbauen und bezog es jährlich von Ende August bis Anfang November als Hofresidenz. In Wusterhausen hielt Friedrich Wilhelm eine kleine Privatgarde, bestehend aus den zwangsrekrutierten Söhnen der Gutsuntertanen. Diese Einheit bildete die Keimzelle für die späteren Langen Kerls. Zu Ehren Friedrich Wilhelms bekam das Städtchen Wusterhausen im Jahre 1717 den Zusatz Königs. Heute beherbergt das Schloss ein Museum, das allerdings nur am Wochenende geöffnet hat. Zu DDR-Zeiten war das Schloss und die angrenzenden Kavaliershäuser Sitz der Kreisverwaltung. Nach der Wende wurde das Schloss von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten übernommen und aufwendig renoviert. In den einstigen sogenannten Kavaliershäusern befinden sich heute Veranstaltungsräume und ein Restaurant. Für alle diejenigen, die sich in preußischer Geschichte nicht so auskennen: Friedrich Wilhelm I. war der Vater von Friedrich II., dem Preußenkönig, der Friedrich der Große genannt wurde und im Schloss Sanssouci in Potsdam residierte. Zu den Leidenschaften Friedrich Wilhelm I. gehörte die Jagd. Um den Jagdwildbestand zu sichern, ließ er 1725 zwischen dem Schlosspark und dem Ort Neue Mühle einen 900 Hektar großen Tiergarten mit Gehegen für Fasane, Rebhühner, Rot-, Schwarz- und Rehwild anlegen. Fortan war das sein bevorzugtes Jagdrevier. 1918 wurden die letzten Gatter geschlossen und sind längst abgebaut. Heute ist der Tiergarten auf einer Fläche von 155 Hektar ein Naturschutzgebiet mit verschlungenen Wegen, alten Eichen und Buchen. Da kann man wunderbar wandeln unter alten Bäumen und da wollen wir euch heute mit hinnehmen. Und übrigens hier in Königs Wusterhausen und Umgebung, eigentlich in ganz Brandenburg, sagt kein Mensch Königs Wusterhausen, das ist einfach nur KW. Was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, in dem Tiergarten stehen, ich glaube, 10 Holzfiguren, überlebensgroße Holzfiguren, die an die Geschichte der Gegend hier erinnern. Und das zeigen wir, unseren Rundweg ist dieser Baum hier. Das. Die Skulptur zeigt ein Mitglied des königlichen Tabakkollegiums. Friedrich Wilhelm I. ließ regelmäßig Tabakkollegien abhalten. Er war der Meinung, dass der Gebrauch des Tabaks gegen alle böse Luft gut sei. Diese Skulptur symbolisiert die Aufzucht und Pflege von Fasanen. Der Jagdhornbläser. Nur, dass man mal einen Größenvergleich hat. Genau. Das sind schon ganz schön imposante Figuren. Das ist ja auch gleichzeitig ein Naturlehrpfad. Und weil wir hier in einem etwas urbaneren Gebiet sind, gibt es natürlich auch ausreichend Sitzmöglichkeiten. Und das ist die Streuobstwiese. Das Hirschkäfermännchen. Und das Hirschkäferweibchen. Vater, Mutter, Kind. Hier ist das Kind. Sieht aber unbequem aus, oder? Ja, ist nicht gerade sehr bequem. Für Kurzzeitpause. Ja, wenn das im Sommer hier voll Laub ist, ist es natürlich ein uriger Wald.
Was sich bei dieser Tour nicht vermeiden lässt, man kreuzt ja ab und zu mal eine Straße. Wir sind halt heute nicht so tief in Brandenburgs Wäldern wie sonst. Ich setze ja parken können, das haben wir ja damals gesehen. Und wieder geht's ein Stück durch Siedlungsgebiet. Weil uns die 7,5 Kilometer zu wenig sind, erweitern wir die Wanderung über die Schleuse Neue Mühle hinaus. Ach, und hier gibt es Bänke ohne Ende. Wir werden ja heute verwöhnt. Und so breit ist die Dame hier. Ich verlinke mal hier ein Video, wo wir an der Dame waren bei Freidorf, Starkmühle, bevor sie das Wasser von der Spree zugeführt bekommt, wo sie noch ein kleines Bächlein im Wald ist. Und hier ist sie erwachsen. Und da drüben reicht der Tiergarten bis an die Dame. Wir haben die Dame nur an der Schleuse überquert und machen jetzt noch einen kleinen Abstecher zu einem See. Und wie so oft in Brandenburg trifft man natürlich auch hier auf einen Fontane-Wanderweg. So hält man es aus in der Sonne. So, das war jetzt unser kleiner Abstecher zu den Seen Klein Venedig. Jetzt gehen wir über die Schleuse wieder zurück in den Tiergarten. Das ist der Bauer Berthold aus Kablow.
Also heute merkt man, dass der Frühling kommen will. Heute ist der 16. März. Ja. Aber wirklich schon ein richtiger toller Frühlingstag. Vorhin sind wir dort drüben am Damuufer entlang gegangen. Und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, auf einem wunderschönen Pfad direkt am Wasser entlang. Machst du schon wieder Pause, ja? Na gut. In deinem Alter darf man das. Genau. Auf der nordöstlichen Ecke des Tiergartens existiert eine Landzunge. Warum man sie Husareneck nennt, könnt ihr hier nachlesen. Darf ich vorstellen, Friedrich Wilhelm I. Allerdings schmeichelt ihm die Figur etwas. Er war wohl nur 1,65 groß und soll 150 Kilo gewogen haben. Man sieht zwar hier ein Bäuchlein, aber dicker ging es nicht, weil der Stamm nicht dicker war. Aufgrund seines Übergewichts waren wohl 4 Mann erforderlich, um ihn auf ein Pferd zu heben. Ich habe die Ehre. Und hier haben wir den Fischer von Senzig. Das ist der Kahnfahrer. Er steht hier neben dem Fanggraben. Der Fanggraben war früher ein Handelsweg. Na dann, auf geht's. Und Wir sind hier an der sogenannten Spukbrücke. Hier soll es nachts unheimliche Geräusche geben. Der Legende nach ist ein Betrunkener auf dem Heimweg von dieser Brücke gestürzt und im Graben ertrunken. Aber im Fallen hält er noch die Flasche fest. Ja, man weiß ja nie. Einer von Friedrich Wilhelms Langenkerz. So, und hier schließt sich der Kreis. Vor uns ist wieder der Bahnhof.
Hier ist was für den kleinen Geldbeutel. Wer Interesse hat. So, jetzt sind wir am Ende unserer heutigen Wanderung. Das war nur heute ein bisschen urbaner Ja, durch den Tiergarten. Wir sind ja doch meistens am Rande von Siedlungsgebieten gelaufen, hat man aber gar nicht so mitbekommen. Die Straße war ab und zu zu hören, aber auch nicht immer. richtig. Die Wege dort sind wunderschön und wenn im Sommer das Laub dran ist, dann hat man sicher auch mehr Schallschutz vor der Straße, denke ich mal. Auf jeden Fall, ja, ja. Ja, und historisch ja auch interessant, dort zu laufen. Also wir, obwohl wir ja nur, wie gesagt, in der Nähe wohnen, waren wieder mal zum ersten Mal dort unterwegs. Richtig. Wir können es aber nur zum Nachahmen empfehlen. Also uns hat's empfehlen. Uns hat es gefallen. Ja, und euch hoffentlich auch. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Tschüss. Wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. How